Während wir hier aufnehmen, arbeitet mein Agent gerade im Hintergrund daran, eine Wohnung in Hamburg für mich zu suchen. Worüber wir heute sprechen, der Agent Mode von ChatGPT ist jetzt so ein paar Wochen am Start und wir müssen über das größte Problem sprechen, das es mit diesem Agent Mode gibt. Das lösen wir in diesem Video auf und ihr werdet dabei lernen, wie man den benutzen kann, was man damit machen kann, wo die Grenzen sind. Aber es gibt ein großes Issue. Also, worum geht's heute? Es geht um den ChatGPT Agent Mode, der seit einigen Wochen am Start ist. Und wie OpenAI den gebaut hat, ist super spannend. Da gibt es ein irre gutes Video von Sequoia zu, verlinke ich unten drin. Lohnt sich total, um zu gucken, wie klein das Team eigentlich ist, die das gebaut haben, wie das entstanden ist, was sie damit machen. Isa, Casey, Edward, thank you for joining us today. Thank you so much for having us. So you're the team behind the ChatGPT Agent, or Agent Mode. What is it? Yeah, so this has been a collaboration between the former Deep Research and Operator teams, and we've created a new agent in ChatGPT that's able to carry out tasks that would take humans a long time. Wichtig zu wissen ist aber, ein Agent, ein echter KI-Agent arbeitet autonom. Das heißt, er läuft jetzt, während wir sprechen, im Hintergrund eigenständig, innerhalb von gewissen Richtlinien, Guidelines, die OpenAI mitgibt und innerhalb von gewissen Guidelines, die ich dem Agent mitgebe, was er kann und was er nicht kann. Und ich hatte euch versprochen, das größte Problem an diesem Mode einmal aufzulösen, bevor wir einsteigen, was der kann und was er nicht kann. Das größte Problem lässt sich am besten so zusammenfassen. Ein guter Kumpel von mir hat neulich gesagt, Christoph hat immer richtig gute Ideen, wenn eine neue Technologie rauskommt, was man damit machen kann. Und wenn Christoph mal keine Ideen hat, dann haben wir ein Problem. Ganz so schlimm ist es nicht. Viele andere Leute haben auch gute Ideen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, es war für mich bisher noch nie so schwer, für ein Tool wirklich echte Use Cases im Alltag zu haben, wo ich euch sage, das sind die Top 10 Use Cases, die einfach jetzt schon funktionieren. Und das ist das Problem. Denn es ist auf der einen Seite die krasseste Erfindung seit der Erfindung des Internets, der Suche, Social Media, whatever, Mobile. Es ist wirklich krass. Und auf der anderen Seite ist es so krass, dass man sich wirklich gut überlegen muss, wofür kann ich es benutzen? Es gibt trotzdem Use Cases natürlich, die man mit dem Agent Mode machen kann. Und die sind einfach geil. Und ihr bekommt alle Use Cases. Aber um wirklich ein Verständnis dafür zu entwickeln, wo die Grenzen sind oder eben auch zu sehen, was möglich ist, müsst ihr eine Sache verstanden haben. Wenn ihr euch erinnert an das Thema Speech to Text, das heißt, ihr habt rein diktiert, haben wir mal ein Video vor 8 Jahren zu gemacht, wie cool und wie praktisch es ist. Let's see how that works. Hey guys, I think I will be late today for the meeting. Läuft auf beiden mega gut. You have to choose with the iPhone if it's German or English and Google detects it itself. Da haben viele Leute gesagt, ja cool, aber ich muss danach immer noch mal was korrigieren oder ich muss es exakt reinsprechen, ganz langsam, damit das Ding es versteht. Das hat sich gelöst mit Whisper, weil man einfach natürlich reinreden konnte. Sobald ich mehr Korrekturaufwand habe, also ein paar Prozent, also damals war Speech to Text schon bei irgendwie 85%, aber diese 15% Korrekturaufwand haben viel mehr Zeit gekostet, als das Ding einmal runterzuschreiben. Und das ist exakt das Problem der Agents. Die letzten 5-10% bekommen die noch nicht hin. Dann geht der Klick zurück nicht, der Agent ist irgendwo stuck, hat super große Probleme, Daten richtig zu finden in diesen Scrollbars, die für Menschen gemacht sind, nicht für eine KI. Das heißt, unser Internet ist nicht für Agents gemacht, unser Internet ist für Menschen gemacht. Wenn diese letzte Meile nicht gelöst ist, löst sich auch das Thema mit den Agenten nicht. Und dazu kommt noch, dass viele Firmen Geld damit verdienen, dass wir Menschen auf Seiten klicken und nicht Agents auf Seiten klicken. Richard Socher, der Prompt Engineering als Konzept, als Idee entwickelt hat, jemand, der über 200.000 Mal im KI-Bereich zitiert wurde, dessen Papiere mit zur Gründung von OpenAI geführt haben, den hatte ich im Podcast 501 und der hat auf meine Frage zu Agents folgendes Thema erklärt. Das Problem ist aber, dass die fast gesamte Internetwirtschaft auf der Werbung basiert. Und alle Webseiten, die teilweise oder zu einem großen Teil sich über Werbung finanzieren, inklusive zum Beispiel Amazon, wo man ja eigentlich physisch Dinge kauft, machen mittlerweile auch Milliarden an Umsatz mit Werbung. Die werden alle KI-Agents blockieren. Das müsst ihr verstanden haben, bevor ihr den benutzt. Das ist das Grundproblem dahinter. Und jetzt steigen wir in die Use Cases ein. Ich würde vorschlagen, ich erkläre jetzt mal die Unterschiede zum Beispiel zu Deep Research, weil viele sagen, hey, wieso, ich habe doch Deep Research, ist auch ein Agent, der kann doch genau das Gleiche machen. Und ich erkläre es euch an diesem Beispiel der Wohnungssuche, weil das einfach sehr konkret ist und auch sehr gut klar wird, warum man nicht einfach Deep Research verwenden kann.
Also, ich suche eine Wohnung in Hamburg. Ist ein relativ schwieriger Markt. So, und ich suche das nicht nur für mich, ich suche das für eine große Familie. Typische Wohnungsanfragen in Hamburg: Südlage, Balkon, Dachterrasse, Garten. Okay, you name it. So, das heißt, ihr habt schon mal eine richtig lange Anforderungsliste. Ihr merkt schon, ihr braucht überhaupt erstmal einen vernünftigen Prompt. Spiel kennt ihr, lasst euch einfach einen langen Agent-Prompt formulieren, der alles Wichtige beinhaltet. Und ihr lasst euch eben nicht einen für Deep Research formulieren, denn die Wohnungsportale wollt ihr ja aktuell durchsuchen. Das heißt, neue Sachen, die reingekommen sind, sollen ja, wenn ihr sie selber durchgeht, auch gesehen werden. Bei Deep Research ist es immer leicht zeitversetzt und basiert auf nicht ganz klar, wie wird jetzt gerade durchsucht. Das heißt, Deep Research sucht wirklich in der Tiefe nach Dokumenten, schaut die an, bewertet die. Der Agent Mode, wenn ihr jetzt diesen Prompt losschickt, wir geben den jetzt mal ein, macht den Prompt rein und drückt auf Start, beginnt ein Rechner zu initialisieren und einen Browser zu öffnen. Und jetzt wird es interessant. Was läuft nicht im Browser? Alles läuft im Browser. Und der Unterschied ist, ihr gebt das eben rein und ihr könnt jetzt dem Agent, während er arbeitet, sagen, das reicht schon mal oder ich bessere es nochmal nach oder mach das nochmal anders und dann arbeitet er los. Und jetzt kommt schon mal das Erste, was ich übersehen habe, was mir erst aufgefallen ist, weil MP mich darauf hingewiesen hat. Dieser Prompt lief jetzt einmal durch. Aber diese Wohnungssuche will ich ja nicht nur einmal machen, sondern ich muss ja ständig suchen, ob irgendwas Neues reingekommen ist zu meinen Anforderungen und so weiter. Ihr seht unten unter dem ersten Prompt ein kleines Icon, ganz versteckt, was auch nirgendwo in dem Menü von ChatGPT drin ist. Das heißt, es scheint immer noch so ein bisschen unter Test zu laufen. Schedules. Das bedeutet, ihr könnt jetzt diesen Prompt, der einmal losgelaufen ist, so einstellen, dass der jeden Morgen oder jeden Mittag oder jeden Abend für euch läuft. Oder einmal die Woche oder einmal im Monat oder was auch immer. Das heißt, wenn es jetzt nicht die Wohnungssuche ist, sondern euer Redaktionsplan, eure News-Ideen oder was auch immer, kann dieser Agent das für euch machen. Und dann sagt ihr, ja, aber das habe ich doch schon mit den To-Dos gemacht, mit den Tasks und Deep Research macht immer noch keinen Unterschied. Doch, ihr könnt nämlich jetzt mit dem Agent-Modus noch einen Schritt weiter gehen. Und jetzt kommt der Teil für die Pro-User. Jetzt müsst ihr euch gut überlegen, ob ihr das nachmachen wollt oder nicht. Ein Schritt weiter ist, ihr könnt dem Agent natürlich noch mehr Action geben. Das heißt, ich habe meinen Prompt so gebaut, dass die Liste so generiert wird mit was ist ein Prio-Angebot und was nicht. Völlig egal zu welchem Thema, wir bleiben mal bei diesem Beispiel der Wohnungssuche. Also, diese Wohnung hier ist der absolute Supermatch, weil das gegeben ist. Dann könnt ihr dem Agent sagen, wenn du das gefunden hast, dann greif bitte auf meine E-Mails zu. Wenn ihr jetzt sagt, wie soll das denn gehen? Naja, könnt ihr euch in den Browser einloggen und auf eure E-Mails zugreifen. Dann kann euer Agent das auch. Das heißt, der Browser surft zu euren E-Mails. Ihr könnt die Kontrolle übernehmen, um euch einzuloggen. Und Achtung, jetzt müsst ihr wirklich euch gut überlegen, ob ihr das wollt oder nicht, oder testen wollt oder nicht, oder mit Testdaten macht oder so. Das ist eure Verantwortung. Und dieser Agent kann euch dann einen Draft schreiben oder sogar abschicken. Nur Achtung, ihr haftet dann dafür, wenn ihr es abschickt. Das ist ja euer Name und euer Agent. Ihr könnt euch einen Draft schreiben lassen zu dieser Annonce und habt dann alles fertig. Das heißt, der Agent hat im Hintergrund recherchiert, während wir ein YouTube-Video aufgenommen haben. Der Agent hat die wichtigsten Wohnungstargets identifiziert und Mails formuliert in eurem Namen, in eurem Stil, mit Personalisierung, super nett geschrieben, fertig. Das kann ein Agent. Und das ist der Riesenunterschied zu ich chatte mal in ChatGPT. Habt ihr eine Idee jetzt, was ich meine? Wenn das jetzt hier mit euch resoniert, Agent Mode, Ideen generieren, wo geht's hin, Anwendungsweltmeister werden, dann habe ich was für euch. Wir haben den 12-Week AI Excellence Kurs bei Blackboard mittlerweile in der 3. Runde. Weil die Nachfrage hoch war, haben wir die 3. Runde noch für dieses Jahr angesetzt. Dort ist jetzt die Einladung offen für Bewerbung. Das heißt, wenn ihr sagt, ich will zum absoluten AI Pro im Bereich Anwender werden, dann ist das für euch unter shop.blackboard.com. Da klickt ihr drauf und bewerbt euch für 12-Week AI Excellence. Das ist wirklich ein geiles Format, aber schaut es euch erstmal an, ob das was für euch ist. Und wenn das Video hier mit euch resoniert, tendenziell seid ihr dann schon auch definitiv eher so auf der Pro-Seite unterwegs. Also das könnte was für euch sein. So, mir war das wichtig, diesen Use Case mal im Detail zu erklären. Und ihr könnt ja gucken, ob ihr den benutzen wollt oder nicht. Die 5%, 5 bis 10%, die buggy sind, die bleiben auch bei diesem Use Case buggy. Das ist ja das, was ich eingangs meinte. Deswegen, es ist noch nicht so, dass ich sage, 100% treffsicher. Man kriegt das mit besseren Prompts besser hin. Man kriegt das mit besseren Guardrails und Documentation besser hin, dass ihr selber klar definiert, was soll euer Agent können und was nicht. Aber das erfordert Aufwand von euch, das zu tun. Ich sehe diesen Aufwand dann gerechtfertigt, wenn es wirklich Sachen sind, die man regelmäßig abgeben möchte. Aber wir sind einfach noch nicht da, dass das stable genug ist von der Agent-Seite aus, dass man sich wirklich darauf verlassen kann und man kann alles über den Zaun schmeißen und sagen, hey, kümmere dich mal drum. That's the problem. Deswegen sind meine Lieblings-Use-Cases für den Agent-Mode momentan solche Recherchen, die immer in einem klaren Ergebnis münden sollen. Also
Es soll eine Entscheidung getroffen werden, das ist das Top-Ergebnis, schreib eine E-Mail daraus oder recherchiere und bereite den Post vor. Oder wir brauchen jeden Morgen Ideen für YouTube, recherchieren wir zusammen, was gerade Trends sind. Da kann er auf YouTube gehen, Kanäle durchschauen, Wettbewerber durchschauen. Das ist schon echt cool. Man kann den Agent Mode auch gut dafür verwenden, wenn man in größeren Projekten sagt, ich habe hier eine Menge Dateien, schau die alle mal durch, guck dir das mal an, mach dir mal einen Überblick, weil der Modus anders mit den Daten umgeht als der normale Datei-Upload. Das muss man wirklich mal nebeneinander legen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Was ich sehr häufig sehe, sind Use Cases im Bereich Vertrieb. Da glaube ich, liegt es eher an der Adoption, dass Leute das nicht benutzen, weil es schon noch echt crazy ist, dass so ein Agent Sachen tut. Aber das, was halt sehr, sehr einfach und schnell geht, sind natürlich diese typischen, ich habe hier eine Riesenliste, arbeite die mal durch und bereite sie mir auf. Ich glaube, was gut wäre, sind ganz einfache Shopping-Use-Cases. Keine Ahnung, ich will neue Klamotten kaufen, suchen wir die mal zusammen. Aber die großen Anbieter sperren ihre Seiten eben für Agents. Also Amazon lässt sich auch nicht darüber ansteuern. Also mit Operator ganz schnell schon nicht mehr, der jetzt mittlerweile auch von OpenAI eingestellt wurde. Das heißt, man kommt sehr schnell an die Grenzen dessen, was diese Agents jetzt machen können. Was mich zum letzten Punkt bringt, Ausblick. So wie OpenAI vorgeht, ist sehr schnell und iterativ. Ich hatte ja das Video empfohlen mit dem Podcast dazu. OpenAI schaut halt, welche Teams schnelle Erfolge erzielen und schmeißt dann was anderes ganz schnell weg. Die sind sich nicht zu schade, einen Operator jetzt wieder einzustellen, weil das Operator-Team und das Deep Research-Team zusammen den Agent-Mode gebaut hat und das ist jetzt ein Team. Und es sind nicht viele Leute. Es ist irre, in welcher Geschwindigkeit die es machen. Ich halte es für eine gute Strategie, weil es bisher noch keine Klarheit darüber gibt, wie muss ich es am besten intern organisieren, was ist das beste User-Interface. OpenAI hat die Endanwenderstrategie. Anthropic wiederum, die Firma hinter Claude, haben beispielsweise ein Agent, der heißt Claude Code. Also für die Coder unter euch, unfassbares Tool, geht krass ab im Netz. Ich habe selber damit rumgespielt. Ganz andere Art von Agent als ein Agent, der einen Browser bedient. Das heißt, je spezialisierter ein Agent ist, desto leistungsfähiger. Code versus Browsen. Browsen super breit, man kann alles machen. Code sehr spitz. Und ich glaube, genau da liegt dieses Geheimnis des Limits. Der Zauber wird darin liegen, einen allgemein fähigen Agent oder Agentic Flow zu bauen. Und das Rennen ist noch überhaupt nicht gelaufen. Das sagen auch alle Experten. Das ist noch ganz früh und da scheiden sich die Geister zwischen den Leuten, die sagen, ich glaube nicht, dass das je funktionieren wird oder in 10 Jahren. Und Leute, die sagen, ich will es versuchen. Und ich sag mal so, wir werden sehen, wer das Rennen macht. Ihr habt jetzt mal ein paar Ideen, was man damit machen kann. Und ihr seht, wie schwer das ist, diese Ideen zu generieren. Und das macht gleichzeitig auch den Spaß daran aus. Insofern bin ich gespannt jetzt auf die Kommentare. Ich weiß, unter euch gibt es Leute, die sagen, finde ich geil, andere sagen, finde ich nicht, wie auch immer. Deswegen nutzt das mal bitte, schreibt mal rein, wo ihr sagt, habe ich wirklich probiert. Ich will die echten Cases, die ihr selber getestet habt. Ne? Nicht, ich habe mal gelesen, das und so weiter. Das interessiert mich nicht. Ich will wirklich, ich habe selber ausprobiert, das funktioniert nicht. In die Kommentare, dafür ist es hier da. Denn wir wollen ja alle zu den Anwendungsweltmeistern werden. Deswegen bleibt dran, abonniert den Kanal, teilt das Video, denn KI macht zusammen mehr Spaß als alleine. Wir sehen uns nächste Woche.